Die Area 51 oder 51 im US-Bundesstaat Nevada, eine geheime Militärbasis, auf der immer wieder mysteriöse Aktivitäten beobachtet werden. Unzählige Verschwörungstheorien, oder sind es gar keine, ranken sich um diese Location und das US-Militär und die Regierung halten sich bedeckt. Was geht also wirklich ab? Ist die Area 51 ein UFO-Landeplatz oder ein Testgelände für Geheimjets? Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Erst einmal vielen Dank für diesen coolen Themenvorschlag bei WhatsApp. Wie ihr da hinkommt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Vor diesem einen spektakulären Abend im Mai 1989 hatte die Öffentlichkeit noch nichts von dem abgelegenen militärischen Sperrgebiet in Nevada mitten im Nirgendwo gehört. Nur die Silhouette von dem geheimen Informanten war im Fernsehinterview zu sehen. Schließlich wollte Dennis, so nannte er sich, nicht erkannt werden. Er gab sich als Ex-Mitarbeiter der Nellis Air Force Base aus, die rund 150 Kilometer vor Las Vegas entfernt ist. Und er hatte kuriose Dinge zu berichten, unter anderem von 9 fliegenden Untertassen außerirdischen Ursprungs, Alien-Raumschiffen also, die er als Physiker zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern untersucht haben wollte. Robert Lazar, so der echte Name des Zeugen, wollte sich vor allem um den Antimaterieantrieb der 3 Meter hohen Flugscheiben gekümmert haben. Er sollte ihn nachbauen und so, das berichtete er später in einer 9-teiligen Dokumentation auf demselben Fernsehsender Class TV. Er hatte es auch schon einige Testflüge gegeben. Lazar behauptete außerdem, dass die US-Regierung hinter all dem stecke und Area 51 als Location benutze, um mit einer großen grauen außerirdischen Spezies in Kontakt zu treten und Technologien auszutauschen. Die Aliens hätten sehr kleine Münder und Nasen, dafür aber extrem große Köpfe und Augen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was diese Story weltweit auslöste. Es gab einen regelrechten UFO- und Alien-Hype. Werden dort schlimme Alien-Experimente durchgeführt? Ist die Area 51 die Spielwiese für UFO-Tests auf unserer Erde? Genau diesen Hype hatte die US-Regierung jahrelang zu verhindern versucht. Die Militärbasis war lange Zeit wohl mit eines der krassesten Geheimnisse überhaupt. Teilweise hatte die amerikanische Regierung es sogar bestritten, dass die Anlage überhaupt existiert, obwohl es sogar Fotos aus dem Weltraum gab, die die Basis deutlich zeigten. Erst 1994 dann ein erster Hinweis, dass Area 51 tatsächlich existiert, doch das geschah auch mehr oder weniger notgedrungen, denn ehemalige Arbeiter hatten geklagt, dass sie auf dem Stützpunkt giftige Gase eingeatmet hatten. Doch bis heute sind die offiziellen Informationen, die zur Nellis Range herausgegeben werden, mehr als dürftig. In einem Statement der Air Force heißt es, Zitat, gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nellis Range in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. 2013 sprach die US-Regierung das erste Mal offiziell von der Existenz des Testgeländes. Sie veröffentlichte damals geheime Unterlagen in einem 400-seitigen Dokument, in dem alle Flugzeugtests seit den 50er Jahren aufgelistet sind. Doch der Mythos um Area 51 wird bestehen bleiben. Dafür sorgen Raketenabfangjäger, schwer bewaffnete Sicherheitsleute, versteckte Mikrofone, Sensoren und Kameras. Die Region ist ein militärisches Sperrgebiet und Eindringlinge werden sofort festgenommen. Bevor Area 51 zum Hochsicherheitsgelände wurde, diente sie als Ausweichlandeplatz der Air Force. Der ausgetrocknete Salzsee eignete sich hervorragend als Landebahn. Außerdem sorgt auch das benachbarte Atombomben-Testgelände dafür, dass sich kaum jemand in diese Region verirrt. Und so nutzen die CIA und die Air Force das Gelände, um die geheimsten Projekte überhaupt zu testen. Beispielsweise die U-2, ein Spionageflugzeug, das für den Kalten Krieg entwickelt worden war. Auch das Nachfolgemodell der U-2 wurde hier getestet. Die A-12, die mit 3-facher Schallgeschwindigkeit unterwegs ist. Heutzutage ist hier allerdings noch mehr los. Mehr als 20 Hangars, 30 Wohnhäuser und 3 Start- und Landebahnen befinden sich hier. Eine von ihnen mit rund 7 Kilometern. Bis zu 1500 Menschen arbeiten hier täglich. Doch was genau machen sie? Laut den zahlreichen Verschwörungstheorien arbeiten sie oberirdisch an irgendwelchen Militärprojekten, aber das nur zur Tarnung. Doch eigentlich soll dort in einem riesigen Tunnelsystem unter der Wüste an außerirdischen Technologien geforscht werden. Seriöse Expertinnen und Experten bezweifeln das. Die Anlage werde zwar zur Erprobung neuer Technologien genutzt,
Diese seien allerdings alle irdisch und nicht außerirdisch. Die massenhaften UFO-Sichtungen in der Region seien alle mit den vielen Flugzeugexperimenten zu erklären und Insider behaupten sogar, dass die Verantwortlichen der Area 51 solche Verschwörungstheorien inzwischen sogar ganz lieb seien, denn diese würden die Menschen von den tatsächlichen Geheimprojekten ablenken. So würden ab und an auch extra Lasershows abgehalten, um die ganzen UFO-Jäger in der Region weiter zu verwirren. Und auch der Zeuge von damals, Robert Lazar, entpuppte sich schnell als unglaubwürdig. Seine angeblichen Universitätsabschlüsse waren erfunden. Zudem zeigten andere Physiker, dass er in Sachen UFO-Bau nur wenig Ahnung hatte. Später wurde er dann auch noch in Las Vegas wegen Zuhälterei verurteilt. Er hatte eine Videoüberwachungsanlage in einem Bordell installiert. Also, Robert Lazar war fake und auch alle anderen Videoaufnahmen und das Bildmaterial haben sich als fake herausgestellt. Ehrlich gesagt, bei der Area 51 kann man nicht entscheiden, was wahr und was fake ist. Hier wird unter strengsten Geheimhaltungsbedingungen gearbeitet. Das Gelände ist militärisch, es dient also der Verteidigung der USA. Über das, was da passiert, weiß nur ein kleiner Personenkreis Bescheid. Ja, man kann hier nur glauben oder eben nicht dran glauben. Ja, wenn es also neue Belege geben sollte oder andere Hinweise, werde ich natürlich darüber berichten. Und wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Abo-Box funktioniert ja einfach nicht, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video. Über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Ansonsten unbedingt meinen Schwesterkanal Klicks und Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt, wie zum Beispiel die Hintergründe über den Volkslehrer, der an einer Schule in Berlin gekündigt wurde, weil er unter anderem auf YouTube Verschwörungstheorien verbreitet hat. Dafür auch hier klicken, aber nicht genau die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, UFO-Sichtung. Sehr, sehr spannend. Bis dann. Bleibt dran.